Hi, ich hoffe, ihr seid hungrig, denn heute serviere ich euch ein paar köstliche verlassene Minecraft-Server auf einem digitalen Tablett. Und wenn ihr genug Kohldampf mitgebracht habt, so wie es auf der Einladung stand, folgen wir außerdem einer anonym wohlriechenden Spur für einen lang verlorenen Server aus 2014. Aus legalen Gründen darf ich die Quelle nicht nennen. Willkommen bei Carbidox, wo wir Sachen tun, die keinem interessieren. Und die erste Spur führt uns zu Seacraft. Bist du ein Fan von Servern, die mit jedem neuen Update die alte Map löschen, weil sie durch die extreme Action der Spieler vernichtet wird? Dann bist du hier komplett falsch, denn Seacraft hat seit 2011 dieselbe Weltkarte. Und es gibt auch eine neuere Welt, auf der man spielen kann, aber das ignoriere ich so, wie meine Freunde mich immer ignorieren. Die beiden Maps und auch mehr kann man durch den Hub betreten. Und während deiner gesamten Anwesenheit auf dieser kleinen Insel beobachtet dich dieses Krümelungeheuer. Dreh ihm lieber nicht den Rücken zu, während du hier bist, sonst verpasst du sein makelloses Lächeln. Ihr wisst ja bestimmt, dass viele Server oft einen Spawn haben. Tja, Seacraft hat gleich 6 verschiedene. Da muss wohl jemand was kompensieren. Passt nur beim dämonischen Spawn auf die Lavapfützen auf. Sie sind nicht nur Deko. Um die Spawns und auch die Welt einfacher navigieren zu können, macht der Server etwas Außergewöhnliches. Man erhält durch den Befehl /Ender 16 Enderperlen. Das kann man unendlich oft. Es gibt tatsächlich einen Grund, wie es zu dieser Funktion gekommen ist. Aber das werde ich später erklären. Hör auf, ständig alles zu hinterfragen, Timmy. Fragen erst nach dem Video. Beim Testen des absolut sicheren Random-Teleporters bin ich auf ein Grundstück gestoßen. Man findet hier eine gemütliche Hütte, automatische Farm, Ställe für die Reittiere der untoten Armee und 20 Sklaven im Untergrund. Erbärmlich, nur 20. Es ist möglich, als Spieler einen Shop zu besitzen. Nur die Shop-Mechanik ist etwas kompliziert. Auf eine gute Art. Man wirft als Käufer Diamanten in einen Trichter und das gekaufte Item wird aus einem Dropper geschossen. Hat den Vorteil, dass man an kein Plugin gebunden ist. Und den Nachteil, dass nichts funktioniert, wenn man versehentlich die winzigste Kleinigkeit beim Redstone anfasst und man dann keine Ahnung hat, was man verändert hat, bis man sich letztendlich dafür entscheidet, alles und jeden niederzubrennen, weil es einfacher ist, als das Ding zu reparieren. Was stehst du hier noch rum? Schauen wir uns die erste unabhängige Stadt an. Kaleidotopia. Ein Ort voll mit industriellen Gebäuden. Die Traumstadt vom Jojamart aus Stardew Valley. Das gigantische Museum dient als Kronjuwel. Von außen eine massiv ewig lange Konstruktion und im Inneren findest du Nachbildungen vieler verschiedener Lebensformen. Die Unabhängigkeit der Stadt kommt nicht nur vom Ignorieren der Gesetze aus der Baunutzungsverordnung. Sie hat auch noch ihre eigene Währung. Der Nicecoin. Ein Nicecoin ist ein Diamant wert, was die Nicecoins an sich wertlos macht, da man einfach die Diamanten als Währung hätte nutzen können. Oder du entscheidest dich für 5 Waifu-Land-Tokens. Das klingt nach meiner Art von Freizeitpark. Doch die Stadt verbirgt ein düsteres Ungeheuer mitten im Zentrum. Völlig sichtbar für das nackte Auge, doch im Inneren unendlich böse. Das Stadtlabyrinth. Wobei, Labyrinth ist noch zu positiv ausgedrückt. Ein Irrgarten. Noch nie habe ich mich in Minecraft so gestresst gefühlt, während mein Herz die unbegreiflichen Gräueltaten verarbeiten musste. Überall warten Falltüren, TNT, Pfeile, bedeckte Magmablöcke und irgendwas Unsichtbares. Du kannst dir kaum Gedanken darüber machen, wo du lang gehen musst, da du dir die ganze Zeit Sorgen darüber machen musst, dass dir irgendetwas grundlos Schaden zufügt. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist, war und wird der absolut schlimmste Moment in meinem gesamten Leben sein. Du fragst dich nun bestimmt, was bekommt man, sobald man an der letzten TNT-Falle vorbeikommt und der Schreckensherrschaft des Labyrinths ein Ende setzt? 4 Blöcke. Um mich davon zu erholen, brauche ich das Beste, was diese Welt zu bieten hat. Ich heiße euch damit herzlich willkommen zum legendären Waifu-Land. Oder auch nur Land. Wo ist mein Waifu? Mit nur einem Waifu-Land-Token pro Attraktion kannst du die verrücktesten Spiele genießen. Zum Beispiel kannst du dir Scooter fahren, wenn man das Boot platzieren könnte. Oder man kann sich auf die Rennstrecke schmeißen und eine wilde Fahrt genießen, wenn man die Knöpfe bedienen könnte. Aber keine Sorge, der Chicken-Shoot-Stand steht für alle Leute offen, die ihre makellose Genauigkeit unter Beweis stellen wollen. Wenn man genug Pfeile hat. Beim Mustakio Minecraft-Dodger kannst du deine Beweglichkeit unter Beweis stellen, während du mehreren Wegen ausweichen musst. Wenn die Tür nicht direkt vor meinen Augen zugegangen wäre und ich den Raum deswegen nicht betreten konnte. Man sieht, der Park ist nicht perfekt. Es steckt aber eindeutig eine Menge Arbeit hinter all dem. Zu schade, dass ich vieles nicht ausprobieren kann. Aber vergiss die Pokémon-Dekorationen, die komplexen Redstone-Maschinerien und die Liebe, die hier eingebaut wurde. Denn weißt du, was es hier noch gibt? Glücksspiele, Baby! Ich habe meine gesamten restlichen Tokens alle im Roulette investiert. Du kannst hier durch Knopfdruck ändern, auf welche Farbe du wettest. Bei Rot und Schwarz erhältst du den doppelten Einsatz und falls du auf Grün wettest, erhältst du sogar das 10-fache zurück. Und ich sag's mal so, das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Es heißt ja, always bet on black. Und ich habe innerhalb von 2 Minuten meinen gesamten Einsatz deswegen verloren, da zweimal Grün und sonst nur Rot kam. Ich wusste, ich musste aufhören.
Ist, was ich sagen würde, wenn ich ein Feigling wäre. Und so rannte ich wieder zur Bank, wandelte meine Diamanten in 5 Waifu-Land-Tokens um und verlor wieder alles innerhalb von 2 Minuten. Ich würde es jederzeit wieder tun. Nachdem ich vom Server geschmissen wurde, weil ich mir keine Tokens mehr leisten konnte, habe ich mich etwas im Hub umgeschaut. Denn hier kann ich meine Sucht nach weiteren Minigames befriedigen. Doch leider gibt es nur ein einziges Minigame, nämlich Parkour. Dann schauen wir uns mal die Strecken an. Kein einziger Kurs funktioniert. Alles erinnert mich an sie. Kommen wir nun zu den interessanten Servern. Die 1.12 Server, die seit 2013 fast pausenlos liefen. Die Welten an sich gibt es tatsächlich seit 2011. Eine Creative-Welt wie diese habt ihr noch nie gesehen, denn sie funktioniert nicht. Genauso ist das auch mit der Survival-Welt. Wenn man versucht drauf zu Joe, es geht doch. Und ich habe gesehen, der neue Server hat viele Ideen aus dieser Welt übernommen. Man kann zum Beispiel auf beiden Servern kleine Krümelmonster verprügeln, um an ihre Kekse zu kommen, so wie sie es verdient haben. So wie unendlich oft Enderperlen herbeizubeschwören. Nun zu der Frage, die wir uns alle unser gesamtes Leben lang gestellt haben. Wieso gibt es hier unendliche Enderperlen? Dieser 1.12 Server hat keine normale Welt, sondern eine mit der Amplified Weltgeneration. Das bedeutet, statt eine normale Landschaft wird eine mit absolut gigantischen Bergen generiert, die kaum zu bewandern sind. Genau das ist der Ursprung der Enderperlen. Ohne sie wäre es unmöglich, ohne viel Zeitaufwand irgendeinen Ort zu erreichen. Und obwohl das auf dem neuen Server nicht länger nötig ist die Mechanik als Überbleibsel hinterlassen worden. Die Idee der Shops wurde auch von mir übernommen, nur sind sie hier auch wirklich an einem Einkaufsladen, statt mitten auf einem leeren Feld. Und zum Glück auch ohne diese Redstone-Monstrositäten, die ich verachte. Ich habe immer noch Albträume davon, Mann. Der Ort hat wirklich viel Charme, denn jeder einzige Laden ist auch tatsächlich möbliert und hat ein paar Überbleibsel von den Leuten, die hier damals einen Shop besessen haben. Kommen wir zur offenen Welt. Große Spielerstädte haben einen direkten Teleport vom Spawn in die Stadt erhalten. Bauhausen hat verschiedenste Hochhäuser, die verglichen mit den doppelt so großen Bergen einem gar nicht mehr so groß vorkommen. Aber wir wissen doch, es kommt sowieso nur drauf an, wie man die Gebäude einsetzt. Mineland ist das Gegenstück zu Bauhausen. Man fängt hier im Untergrund an und die meisten Gebäude sind nicht gigantisch, sondern auf Kopfhöhe. Versteht ihr? Weil das Köpfe sind. Sie haben sogar eine automatische Nahrungsfarm. Ist das nicht schön, wenn alle das Leben so sehr wertschätzen, dass man Essen verschenkt? Alle, abgesehen von diesem respektlosen Huhn. Die Stadt ist durch viele Wege verbunden, die alle auf unterschiedlichen Höhen herumhängen. Sehr realistisch. Und noch realistischer ist die nächste Stadt. In Eistal hat jemand eine Hafenstadt errichtet. Da alles auf dem Wasser gebaut ist, ist das ein guter Weg, um ungestört viel Platz zum Bauen zu haben. So stehen die Berge nicht im Weg. Da denkt jemand außerhalb des Blocks. Woodland City ist nochmal etwas anderes. Hier haben sie beschlossen, die Gegend so umzuformen, dass ihre Gebäude genug Platz haben. Gleichzeitig haben sie auf unterschiedlichsten Höhen gebaut, um die Natur nicht zu sehr zu zerstören. Naja, wenn man die imperiale Militärstreitmacht im hinteren Teil ignoriert. Im Medieval befindet sich eine mittelalterliche Stadt, wie der Name vermuten lässt, die gleichzeitig sehr vanilla aussieht. Das hat so einen wunderschönen Charme, diese kleinen Gebäude in so einer Landschaft zu sehen. Als ich eines Nachts allein durch die Wege hoch oben auf den Bergen herumgestolpert bin, habe ich es gespürt. Ein sehr nostalgisches Gefühl. Ich kann definitiv die Motivation dahinter erkennen, diese unerbittliche Welt erobern zu wollen. Die Community war zwischen 2013 und 2023, also ganze 10 Jahre, sehr aktiv. Respekt an Siegel oder Siegel oder dafür, dass er den Server immer noch aktiv hält, damit man sich dieses Stück lebende Geschichte jederzeit anschauen kann. Das war zwar ein guter Server, doch nicht das, was ich suche. Es hatte nicht die richtige Würze. Vielleicht finden wir das bei Qbuild. Der nächste Server, dessen Name aus einem Buchstaben und einem der 3 Hauptdinge besteht, die man in Minecraft macht. Seacraft, Qbuild, fehlt nur noch K-Mine. Das wäre ein perfekter Zeitpunkt, um einen Community-Server anzukündigen. Wenn ich einen hätte. Was hier gerade passiert ist, ist sehr merkwürdig. Und ich meine nicht meine erbärmlichen Versuche, lustig zu sein. Du fragst, was es dann ist? Das ist der erste Server, bei dem ich nicht am Spawn, sondern mit bereits benutzten Items mitten in einer fremden Stadt spawne. Dieses mysteriöse und interessante Rätsel lösen wir später. Der Spawn gibt mir 2012 Vibes. Es gibt ein paar Schilder mit simplen Regeln und gebaut wurden ein paar simple Gebäude. Was ist das denn bitte? Ein schwebender Berg. Getragen von Arkan-Smaragden überwacht er den Spawnbereich mit eiserner Faust. Oder mit steiniger Faust. Ja, das ist besser. Zukunftskabel, bitte den vorletzten Satz rausschneiden. Danke. Wie viele damalige Server hat auch dieser einen speziellen Bereich für Spieler und Admin-Shops. Doch selten hat der Shop-Bereich eine komplette Dekostadt um sich herum. Die Spielershops befinden sich im Arkadrom. Ein gigantischer Einkaufsladen, in dem bis zu X Läden reinpassen. Im Inneren befinden sich noch Spielerläden mit unterschiedlichem Stil. Alternativ kann man sich ein Grundstück in der Stadt kaufen, um sich von Beginn an einen komplett eigenen, unabhängigen Laden zu eröffnen. Der Admin-Shop ist gleich gegenüber vom Arkadrom. Hier kann man alle möglichen Gegenstände zu einem festen Preis kaufen oder mutige Stunts von geübten Profis hautnah miterleben. Und ich bin auch dabei, schätze ich.
Da der Server einige Städte zum Durchwandern anbietet und ich mich nicht teleportieren kann, weil ich nicht Son Goku bin, kam ich auf eine unfassbar legendäre Idee. Ich werde der erste Content Creator sein, der von der westlichen Stadt Torgana, in der ich gespawnt bin, bis in den Osten zu dieser von mir grundlos zensierten Stadt reist. Bevor wir starten, schauen wir uns doch Torgana etwas an. Denn es hat hier jemand die Eva-Einheit 1 aus Evangelion nachgebaut. Eine fantastische Serie, die ich jedem Anime-Weeb empfehlen kann. Ich weiß, ihr haltet mich für diesen coolen, maskulinen Typen, der Minecraft-Videos hochlädt, aber ja, auch ich schaue Animes. Und es ist nicht nur der Oberkörper der Maschine, es steht das komplette Ding hier, nur dass er eben im Untergrund gebaut ist. Übrigens, den Server hier habe ich entdeckt, als ich meinen alten Nutzernamen gegoogelt habe. Vor 13 Jahren hat der 13-jährige Kabe, 2013 ist echt 13 Jahre her, wow, eine unfassbar herzergreifende Bewerbung geschrieben. Nur um auf diesen Server den Rang Member Plus zu erhalten. Um die Leute davon zu überzeugen, mich, der Star der Show, zu befördern, habe ich mein natürliches Charisma und meinen fortgeschrittenen Wortgebrauch angewandt. Überzeugt euch selbst mit Sätzen wie Ich bin 13. oder Ich liebe diesen Server wegen der verschiedenen Häuser. doch der beste Satz und was jeden dazu gebracht hat, mich zu lieben. Das, was das fast zum Überlaufen brachte, war der Satz. Ich wohne in... Vergangenheitskabe hat damals wirklich seinen damaligen Wohnort angegeben. Wow, war ich dumm. Vielleicht sind er und ich gar nicht so verschieden. Um die Reise in den Osten zu starten, habe ich mir erst überlegt, dieses schwedische Schiff zu kapern. Doch dann dachte ich an das Ende meines letzten Ikea-Weinschranks und beschloss lieber die Bahn zu nehmen. Furchtlos schmiss sich der Held auf die Gleisen, um sitzend die komplette Welt betrachten zu können. Nichts ist heldenhafter als das. Nach etwa 10 Minuten habe ich eine namenlose Stadt erreicht. Allem Anschein nach ist das die Heimat des Daft Beers. Ich bin in Springfield! Vom asiatischen Tempel aus hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt. Gerade bei Nacht kann man die vielen Lichter wertschätzen. Doch die Aussicht auf die Natur ist bei weitem schöner. So viel zukünftiges Brennholz. Wer liebt es nicht, erstmal durch einen kompletten Laden gehen zu müssen, bevor man wieder rauskommt, weil der Eingang beim Eintreten versperrt wird. Der Ladenbesitzer hier fährt wohl voll drauf ab, denn diese Mega-Mechanik wurde hier übernommen. Wenigstens sind die Regale gut gefüllt, wahrscheinlich weil keiner hereinkommt. Das haben wir bestimmt dem äußerst attraktiven und starken Bürgermeister zu verdanken, der gerade im Rathaus sitzt. Nachdem ich auch die restlichen Bewohner überzeugt habe zu gehen, habe ich das nächste Reiseziel erreicht. Der Freizeitpark. Und statt ihn mir auch nur eine Minute anzuschauen, da er niemals an Waipuland rankommen könnte, entdeckte ich den Heißluftballon von Ares aus Final Fantasy und drückte auf den Knopf. Der mich zu einem Internat geschickt hat. Vertraut keinen Leuten, die euch versprechen, euch die Welt zu zeigen. Das Internat besteht aus 6 Gebäuden und einer 11 Blöcke hohen Mauer, damit diese wilden Kinder auch nicht fliehen können. Das erklärt, warum die Mensa wie eine Gefängniskantine aussieht. Jeder Lehrer hat ein eigenes Klassenzimmer. Doch während Herr Klebe ein großes Luxuszimmer im Hauptgebäude genießt, steht LP Mikes Zimmer in einem Zelt und hat nicht mal einen Blick nach draußen. Sonst gibt es noch eine Bibliothek mit sehr wenigen Büchern und gleich 2 Sportplätze. Eins draußen und eins drin. Für den Fall, dass sich eins davon niederbrennt. Alle einsteigen. Der nächste Halt heißt Tascaron. Die Stadt sieht sehr vielversprechend. Oh, dieses Flüstern. Hört ihr es auch? Vielleicht sollte ich mir lieber den eisernen Tunnel anschauen. Er ruft mich zu sich, was wohl auf der anderen Seite liegt. Und so kam ich zu Le Farm. Fantastischer Ort. Es ist ziemlich beeindruckend, einen Ort so uninteressant aussehen zu lassen, dass er wieder interessant ist. Wie kann man so unkreativ sein und immer nur dasselbe hoch... Was? Die Farm? Welche Farm? Und nun, ohne weitere Ablenkung, heiße ich euch herzlich willkommen in Kubia, eine futuristische Stadt mit eigenem Magierturm. Wenn man Technologie mit Magie kombiniert, wer kann einen da noch aufhalten? Die Wolkenkratzer, so wunderschön wie sie sind, wollen nur von meiner wahren Liebe ablenken. Der eigentliche Grund, wieso ich hier bin. Ja genau. Glücksspiele, Baby! Ich habe noch nie zuvor Glücksspiele in Minecraft gesehen und sehe sie jetzt zum 2. Mal hintereinander. Vielleicht schickt mir das Schicksal ein Zeichen. Ich sollte da rausgehen und alles auf schwarz setzen. Gleich wieder da. Weiter mit dem Video. Der Einsatz in diesem Casino sind leider keine Waifuland-Tokens, sondern Gold Nuggets. Kann man für jeweils 2 Q-Coins kaufen. In Lucky Shot wirft man seinen Einsatz in die Wand. Drückt den Knopf, einer der Dropper lässt einen Eisenblock fallen und dann funktioniert die Maschine nicht mehr, weil man nur spielen kann, wenn keine Items rumliegen. Und wodurch man im Minus steht. So wie ich, als ich alles auf schwarz gesetzt habe. Ihr hättet mich wenigstens warnen können, dass das eine schlechte Idee ist. Aber nein, ihr sitzt nur da und antwortet nicht mal. Seht ihr? Bei Timecode muss man die richtige Kombination erraten, um was zu gewinnen. Und obwohl ich nur zufällig rumgedrückt habe, habe ich tatsächlich etwas gewonnen. Redstone! Das ist ein Zeichen. Ich sollte gleich alles auf schwarz setzen. Nein. Kabe? Beherrsch dich. Du wirst alles wieder verlieren. Russisch Roulette ist das nächste Spiel.
Auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Man wirft ein Nugget in die Maschine und dann wird man von der Decke gestreichelt? Ich habe es dreimal versucht und vermute mal, die Maschine tut nicht das, was sie soll. Sobald man sein ganzes Gold verspielt hat, was mir niemals passieren würde, kann man oben in die Bar und etwas Billard spielen oder sich die Glücksautomaten anschauen. Etwas, was mir hier sehr gefällt, ist, dass das Flugzeug tatsächlich Innendekoration hat. Vollständig mit Gepäckablage. Und das, obwohl das nie jemand sehen können sollte. Das hier scheint außerdem die einzige Stadt mit einem Reisezentrum zu sein. Von hier aus ist es möglich, auf Knopfdruck in viele andere Städte zu kommen. Und nicht nur das, man kommt von hier aus auch in den Hohenstein-Dungeon. Eine Instanz für gut ausgerüstete Spieler, in der man Horden von Gegnern bezwingen muss, bis man zu den Endbossen kommt. Es gibt sogar Lore hierzu. Willkommen im Verlies von Hohenstein. Die beiden schrecklichen Zwillinge, Mardo und Keno, haben es geschafft, aus ihren Zellen auszubrechen. Sie haben alle anderen Insassen in Zombies verwandelt und treiben nun ihr Unwesen in der großen Halle. Jetzt bin ich gehypt. Jedoch ist klar, meine Ausrüstung reicht nicht aus, um diesem Übel ein Ende zu setzen. Daher habe ich mich mit meinem gesunden Menschenverstand natürlich sofort dafür entschieden, es auszuprobieren. Es ist ganz simpel. Man geht rein, besiegt alle Zombies in einem großen Raum und geht dann weiter in den nächsten Raum, um genau dasselbe zu tun. Kleine Beschwerde meinerseits, obwohl es eine Waffenkammer gibt, kann man sich nicht darin ausrüsten. Reiner Betrug, ich will mein Geld zurück. Die Zellen sind der atmosphärische Höhepunkt. Man bemerkt schnell die vielen Zombies hinter den Gittern und weiß genau, was gleich passieren wird. Und weiß nur nicht wann. Trotz der niedrigen Chancen, trotz meiner miserablen Ausrüstung, habe ich den letzten Raum erreicht. Die große Halle. Kaum genoss ich die Ruhe vor dem Sturm, ging es schon los. Die beiden Ghasts schossen aus dem Boden, nur um in Sekundeseile von meinen makellosen Schwertkampfkünsten zerfetzt zu werden. Mit großem Stolz und dem Sieg in meiner Tasche ging ich in den nächsten Raum, wo ich wieder am Anfang war. Trotz meines Sieges gab es keine Belohnung, keine Feier, nichts. Das ist unmöglich, der Server, den ich suche. Es braucht mehr Spice, mehr Schärfe. Wobei, eine kleine Belohnung gab's. Zwar nicht direkt für meine Heldentaten im Verlies, doch ich habe dadurch, dass ich Kontakt zu den Admins aufgenommen habe, um meinen alten Wohnort von der Website zu entfernen, einen Rangaufstieg von LP am Mike erhalten. Dieser Mike ist Admin und Lehrer. Was kann der Mann nicht? Vor euch steht nicht mehr nur das Mitglied Carbedox. Bin nun offiziell Mitglied Plus. Lasst eure Herzen höher schlagen. Der Rang sieht nicht nur besser aus und macht mich zu einem besseren Menschen als euch, sondern gibt einem auch die Fähigkeit, sich durch Warp-Befehle durch den Server zu teleportieren. Macht das Erkunden des Servers viel leichter. Was? Durch die komplette Map laufen? Das war der Plan des niederen Mitglieds Carbedox. Daher heiße ich euch herzlich willkommen in der namenlosen Stadt. Alles hier ist absolut gigantisch und man sieht Gebäude, soweit die Sichtweite reicht, was nicht besonders weit ist. Die Straßen sind gefüllt mit Autos und von der Brücke bedeckt, die die Straßenbahn trägt. Im Herzen der Stadt ist nichts weiter als eine Kopie des Empire State Buildings. Das Innere ist etwas leer, aber ein Mitglied Plus interessiert sowas nicht. Es geht nur um gutes Auftreten. Und das Lustigste ist, es sticht gar nicht so heraus in einer Stadt mit gleich großen Gebäuden. Es sind sogar weitere Gebäude im Aufbau. In den Baustellen ist allerdings so viel Action, wie ich das auf deutschen Autobahnbaustellen immer beobachte. Der Vorstellungskraft sind ja keine Grenzen gesetzt. Doppelhochhäuser mit nicht nur einem, sondern 2 Werkbänken auf Dächern. Wow. Ein komplettes Footballstadion? Jetzt wird's etwas unrealistisch. Natürlich! Ist zwar nicht betretbar, ist ein Mitglied Plus, aber egal. Und im alten Viertel der Stadt, der Ort, an dem alte Gebäude rumhängen und sich gegenseitig alte Geschichten erzählen, steht der Kölner Dom, stolz auf einer großen leeren Fläche gleich neben dem Big Ben. Der Dom ist gigantisch und hat sogar ein wenig Innendekoration. Es sieht zu 100% wie der echte Dom aus. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, echt, ist der so leer? Und ich vertraue einfach drauf, dass du das nicht googeln wirst. Kommen wir zum krönenden Abschluss. Ist zwar unfertig, aber es ist ein Flughafen, der so groß wie die Stadt selbst ist. Zugegeben, das gigantische Feld ist fast komplett leer und im Flughafen selbst ist nicht viel gebaut. Doch ich bin schwer beeindruckt. In der Creative Welt gibt es einen Ort, wo man einen Skin in Form einer Statue nachbauen kann. Ich habe die Statue der Person gewidmet, die mir am meisten bedeutet. Dem Mitglied Plus Carbedox. Ist, denke ich, ganz gut geworden. Da muss ich mir ein Lob aussprechen, weil das ja sonst niemand macht. Loben muss ich auch, wer auch immer Glumanda Pixelart in der Creative Welt gebaut hat. Gleich neben dieser unbedeutenden, perfekten Nachbildung von Reshiram, den legendären Cover-Pokémon aus Pokémon Schwarz. Das steht einfach so hier rum. Und zu guter Letzt ein Ort, bei dem die Freiheit wohl grenzenlos sein muss. Willkommen auf Skyland. Eine ganze Stadt über den Wolken, die auf einer Reihe von schwebenden Inseln gebaut wurde. Lieferungen hierhin kosten wahrscheinlich Schweinegeld, wovon man als Mitglied Plus mehr als genug hat. Ich höre schon auf. Entschuldigung. Dieser Server ist zwar ebenso eine Delikatesse, doch letztendlich einfach nicht der richtige. Ich sollte einfach aufgehen. Einen Augenblick. Mein Hauptspeiseradar schlägt dir aus. Es muss ganz in der Nähe sein. Darum, genießt mit mir das Reich von Aureus.
Dieser Server versucht MMOs mit Minecraft zu kombinieren, ohne den normalen Gameplay-Loop zu verändern. Das ist so, als würde man beim Kochen ausnahmsweise etwas mehr Salz nutzen, weil man heute crazy drauf ist. Laut eigenen Worten ist es eine Mischung aus RuneScape, Terraria, Minecraft, World of Warcraft und Minecraft-RPG-Server wie Winecraft. Allerdings halten sie es relativ simpel. Es gibt zwar ein paar interessante Mechaniken wie Quests, die man erfüllen kann und sogar Dungeons, die man laufen kann, doch das Grundprinzip ist dasselbe. Du farmst Ressourcen, baust ein Haus und benimmst dich super toxisch. Ach warte, der letzte Punkt bin ja nur ich. Dieser Server besteht aus 4 verschiedenen Welten, die man alle durch den freundlichen Luftschifffahrer William mit Y und seiner Katze Aurora erreichen kann. Auf der ersten der 4 Welten befindet sich lediglich die Hauptstadt. Hier kann man mit NPCs reden, um zum Beispiel Tutorials zu lesen, Quests zu erhalten oder mit ihnen zu handeln. Und im allerersten Haus, der erste Eindruck, den ein Spieler vom Server kriegen könnte, wird gleich schon der Ingame-Shop beworben. Das schauen wir uns später an, sobald ich Lust habe, meine Laune zu vermiesen. Tudor, der tolle, tolerante Tutorial-Tutor, bietet dem Spieler ein paar Bücher an, sollte man sich für die Mechaniken interessieren. In der Anleitung für Reisende, die 26 Seiten hat, werden die meisten Mechaniken erklärt. Interessant fand ich, dass manche Items einen Seltenheitsgrad von 0 bis 6 haben können. Tier 0 ist nichts Besonderes und bei Tier 6 ist es ein Artefakt. Der Server bietet viele neue Gegenstände an, dessen Rezepte man mit Hilfe des Custom Crafting Plugins recherchieren kann. Wie das heilige Gottesschwert von Saradi. Das benötigt ein paar besondere neue Items, um gebaut zu werden. Aber genug in Büchern und Rezepten rumgewälzt. Wir sind hier keine Nerds, sondern Gamer. Entschuldigung, ich sag das nie wieder. Schauen wir uns stattdessen in der Stadt um. Die Stadt namens Sirus befindet sich vollständig auf einer Reihe von schwebenden Inseln. Der erste Ort, den wir gesehen haben, war scheinbar die Tutorial-Insel. Auf der anderen Seite des Luftschiffs findet man die restliche Stadt. Die schwebenden Inseln sind durch Holzbrücken verbunden. Das bricht definitiv irgendwelche Sicherheitsvorschriften. Und so wie Fliegen von Kacke angezogen werden, wurde ich auch durch das liebliche Aroma eines Jump'n'Run-Parcours angezogen. Der Rekordhalter hat nur 1228 Sprünge geschafft. Doch durch meine meisterhafte Anpassungsfähigkeit und jahrzehntelange Erfahrung in Minecraft habe ich es geschafft, 183 Sprünge zu schaffen. Was mehr sind, als ich erwartet habe. Gut gemacht, Kabe. Die Bibliothek bietet die Möglichkeit, die Ausrüstung zu verzaubern und spezielle Items zu kaufen. Hier habe ich gemerkt, dass man fast alle Truhen und Fässer benutzen kann. Leute, die zu viele Sachen besitzen, hinterlassen ihre Müll hier. Was jedoch nützlich für neue Spieler ist. Ich denke nicht, dass das so beabsichtigt war, aber dieses Feature kriegt von mir das Kabe-Siegel. Hat nur den Nachteil, dass ich ab jetzt versuchen werde, jeden einzelnen Behälter aufzumachen, auch außerhalb von Minecraft. Oh, das Heim von Abaron, dem Weisen. Mit dem ging ich zur Schule. Mal schauen, was er zu sagen hat. Er spricht nicht mit mir, weil ich kein Lord bin. Das ist ja wirklich wie in der Schulzeit. Als ich in dieser Werkstatt für Flugschiffe war, beschloss ich, die Welt von unten anzuschauen. Dafür gab es sogar ein Achievement. Der erste Tod. Ah, ich erinnere mich auch an meinen ersten Tod. Hier findet man außerdem Tinks, die ehemalige Stadt, Architektin oder so? Keine Ahnung, ich bin zu faul, um nachzuschauen. Sie wurde gefeuert, weil ihre Erfindungen tendieren, spontan zu explodieren. So wie ich nach meinem zweiten Kaffee. Die Stadt ist nicht nur auf der Oberfläche. Oh nein. Im Pub habe ich durch meine jahrelange Stalker-Erfahrung in Schulen entdeckt, dass dieses Gebäude eine Tür zu einem verborgenen Keller versteckt. Und der Keller selbst hat einen weiteren verborgenen Eingang in die Kanalisation. Das hätte es auch schon gewesen sein können. Aber nein, hier unten in der schwebenden Insel versteckt sich ein großes Labyrinth aus stinkendem Wasser. Okay, das klang in meinem Kopf cooler. Es lohnt sich umzuschauen. So habe ich zum Beispiel diesen Stein entdeckt, der mir 3 leere Flaschen gegeben hat. So früh am Morgen schon 3 Flaschen leer getrunken? Respekt. Nach einigen Kämpfen gegen die Bewohner des Untergrunds findet man außerdem einen interessanten Ort am tiefsten Punkt der Insel. Ein verstecktes Portal. Ein magischer Ort, an dem man nichts machen kann. Weißt du was, ich habe genug von dieser Welt. Lass uns gemeinsam in die nächste übertreten. Willkommen in der zweiten Welt, Emera. Das hier ist die letzte Bastion der Menschheit. Nur hier kann man eine Basis errichten, ohne zu befürchten, dass das irgendwann zurückgesetzt wird. Und in Sekundenschnelle, nachdem der Anker gesetzt wurde, erblickt man auch schon den mysteriösen und legendären Aufstieg zu einer leeren Wand. Wow. Da hier am Spawn nichts außer ein paar Erdmonolithen stehen, entschied ich mich, die Spielerstätte abzuchecken. Was ich erst im Nachhinein bemerkt habe, ist, dass jeder Teleport zu Städten 1000 Gold kostet. Hoffentlich kann ich mit meinem übrigen Gold noch meine Minecraft-Familie ernähren. Willkommen im Emera-Wald. Dieser Ort wird euch direkt in die Augen schauen und währenddessen etwas essen. Genauso unangenehm fühlt es sich an, den Wald anzuschauen. Am selben Ort ragt ein unfertiger Steinmonolith gen Himmel. Ich habe keine Ahnung, was das sonst sein soll. Und das Verrückteste ist, dass das Teil fast komplett mit Stein gefüllt ist. Es ist nicht nur eine Hülle, sondern das Teil ist 100% aus Stein gebaut. Beeindruckend. Das benachbarte Dorf Castiel ist eine komplette Festung mit eigener Mensa. Wenn der Ort zusätzlich noch Internet hat, ist das ein perfekter Ort für einen wahrhaften Hochlord wie mich. Kniet nieder vor eurem Meister. Tut mir leid, manchmal geht es mit mir durch. Obwohl es so viele Dörfer gibt, haben die meisten aus irgendeinem Grund die Teleport-Funktion deaktiviert. Sie haben sich wohl auf meine Ein-Mann-Invasion vorbereitet.
Verdammt. Area ist etwas Besonderes. Ich ging erst von einer schwebenden Insel aus, aber beim genauen Hinschauen fällt auf, dass das ein riesiger Turm ist. Wie magisch. Es sieht hier alles wunderbar aus. Sogar das leerstehende Haus hat zugenagelte Fenster, damit es so aussieht, als wäre es verlassen. Aber offensichtlich hatte da jemand einfach keine Lust, das Haus zu dekorieren. Dann einfach lieber die Bewohner rausschmeißen. Als ich es dann irgendwie geschafft habe, an einem Holzgerüst stecken zu bleiben, ging ich weiter zu Thimmerdale von The Cache Fire. Hier steht eine halbe bemooste Festung. Und das Einzige, woran ich an diesen köstlichen Ort denken konnte, ist, wie hart es da drin stinken muss. Aus irgendeinem Grund steht hier ein Endportal. Auf der anderen Seite ist das Ende. Das war eine komplette Zeitverschwendung, tut mir leid. Ich dachte, hier wäre was Cooles. Jetzt habe ich unser Date ruiniert. Gehen wir einfach zur Insel von Krevas, der vorletzten Welt. Dieser Ort ist wie die erste Welt komplett auf einer schwebenden Insel gebaut. Aber statt einer Stadt ist das die Heimat der Dungeons. Die Dungeons hätte ich sehr gerne besucht. Aber leider muss man sich dafür Keys aus dem Shop kaufen. Und da uns der Server jetzt quasi dazu zwingt, schauen wir uns doch gleich den Shop an. Es gibt ja eine Sache, die mich irrational unwohl fühlen lässt. Das hat gar nichts mit dem Shop selbst zu tun. Aber vielleicht seht ihr es auch. Diese Augen unter dem Serverbanner, als würden sie mir gegen meinen Willen direkt in die Seele starren. Es gibt 4 Kategorien von Sachen, die man hier kaufen kann. In der ersten sind Mitgliedskekse. Wenn man diesen 10,07 € Keks isst, erhält man 30 Tage lang Mitgliedsboni. Schauen wir uns mal an, was davon Pay-to-Win ist. Und Ladies und Gentlemen, von den 15 Punkten sind nur 3 wirklich Pay-to-Win. Man erhält Zugang zu verschlossenem Content, was auch immer das heißt, mehr Bankfächer und doppelt so viele Vote-Belohnungen. Alles andere ist eher kosmetisch oder ein kleiner Vorteil. Im zweiten Tab sind kosmetische Stofffetzen, womit man sich ingame dekorative Klamotten und Titel kaufen kann. Der dritte Tab sind Blaupausen und interessanterweise gibt es ein Rezept für die 10,07 € Kekse. Wie sich herausstellt, wird die Blaupause beim Bauen des Kekses verbraucht. Aber das bedeutet, dass wenn man die Materialien hat, man nur 6,04 € ausgeben muss, um die Mitgliedsboni zu erhalten. So werden aktive Spieler belohnt, das finde ich gut. Was mich allerdings am meisten an diesem Shop stört und meiner Meinung nach zu weit geht, sind die Dungeon-Schlüssel. Der Grund, warum wir uns überhaupt den Shop angeschaut haben. Je nach Schlüssel muss man bis zu 3,02 € für jeweils einen Versuch im Dungeon ausgeben. Selbst wenn man die Schlüssel im Spiel finden kann, macht es das nicht weniger Pay-to-Win, weil das Kaufen dieser Keys enorme Vorteile für den Käufer bringt. Ich habe den Server nun ein bisschen runtergemacht. Darum will ich etwas zeigen, was ich positiv finde. Das ist nämlich die letzte Welt. Mystis. Ein unvorhersehbarer Ort, der nur von den mutigsten Abenteurern betreten wird. Diese Welt setzt sich alle paar Tage zurück. Also ja, auf den ersten Blick ist das eigentlich nur eine Farmwelt. Aber die kann man nur betreten, wenn das Inventar leer ist. Und da ich den Infotext nicht lesen wollte, hat das gedauert, bis ich das gecheckt habe. Man muss also jedes Mal, wenn man diese Welt betritt, wieder von Null anfangen. Außerdem hat man immer nur eine Woche Zeit, bis man wieder anfangen muss. Sie nehmen deinen Fortschritt und schieben ihn woanders hin. Aber wofür das alles? Wofür soll man jedes einzelne Mal, wenn man die Welt betritt, von vorne anfangen, Ressourcen zu sammeln? In dieser Welt kann man gesammelte Ressourcen gegen eine Währung namens Mysterium tauschen. Man kann es für sehr spezielle Items eintauschen. Unter anderem eine Armbrust, die Spawn-Eier von getöteten Mobs droppt, eine Verzauberung, die einen Gegenstand an deiner Seele bindet, also dafür sorgt, dass man es beim Tod nicht fallen lässt, und ein Eimer voll Milch. Abgesehen von den Quests und den Fähigkeiten hat der Server allerdings nicht viel mit MMOs zu tun. Es unterscheidet sich sogar gewaltig von Minecraft, einem der besten Minecraft-RPG-Server, wovon es sich inspiriert. Das soll nicht heißen, dass der Server schlecht ist, sondern dass es eben sein eigenes Ding macht. Einen Augenblick mal. Dieser Geruch? Endlich habe ich es gefunden. Das, wonach ich schon so lange gesucht habe. Nach 12 Jahren finde ich endlich wieder den Server, den ich so lange vermisst habe. Und der Server scheint gar nicht so verloren. Ganz im Gegenteil, es sind gerade 3000 Spieler online. Diese Servertour war der Grund, warum ich nach so langer Zeit nochmal auf Windcraft gelandet bin. Ich wollte nur schnell Aufnahmen davon drehen und plötzlich waren es innerhalb einer Woche 40 Stunden Spielzeit. Im Gegensatz zu diesem Server kann man dort kostenlos in Dungeons rein. Es gibt ein ähnliches Klassensystem wie im WoW, sogar mit Talentbäumen. Und es gibt eine riesige vorgefertigte Welt voller verschiedener Quests. Und falls ihr euch jetzt Sorgen macht, dass ich wegen meiner Sucht zu diesem Server wieder lange Zeit nichts hochladen werde, nur keine Sorge. Ich lasse mich bestimmt nicht davon, ablenken am nächsten Video zu